Alles geschah am 26. Juni 1988 an einem Ort namens Live Walk Spring im US-Bundesstaat Kalifornien. Irene May war 23 Jahre alt. Sie hatte 3 Kinder und einen jungen Freund namens Bobby May. Nach den vorliegenden Informationen waren Irene und Bobby stark abhängig von illegalen Substanzen. Aus diesem Grund hatten sie sogar das Sorgerecht für ihre Kinder verloren. Außerdem war Bobby kurz vor den eigentlichen Ereignissen verhaftet worden und Irene sollte aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt werden. Um es milde auszudrücken, es lief nicht besonders gut für sie. Dennoch versuchte Irene laut einer Mitarbeiterin des Jugendamts, die sich um ihre Kinder kümmerte, wirklich ihr Leben in den Griff zu bekommen und so ihre Kinder zurückzubekommen. Allerdings gelang ihr das nicht. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Aufgrund der bevorstehenden Zwangsräumung musste sich die junge Frau auf die Suche nach einer neuen Wohnung machen. Irenes enge Freundin Cheryl Becker und ihr Freund George halfen ihr, ihre Sachen in ein Lagerhaus zu bringen. Während sie damit beschäftigt waren, schaute eine 39-jährige Frau namens Carrie Lynn Dalton in Irenes alte Wohnung. Irene, Cheryl und Carrie hatten einst zusammen in dieser Wohnung gelebt. Vor einiger Zeit war Carrie verhaftet worden und gerade aus der Haft entlassen worden. Als sie ihre alten Freundinnen traf, nahm sie Cheryl beiseite, um mit ihr über Irene zu sprechen. Laut Cheryl war Carrie außer sich und wiederholte ständig, dass der Großteil der Möbel in dieser Wohnung ihr gehöre und sie zurückhaben wolle. Carrie sagte auch, dass sie nach gestohlenen Schmuckstücken suche und dass sie glaube, dass Irene sie gestohlen habe. Schließlich versicherte Cheryl Carrie, dass sie versuchen werde, die erwähnten Schmuckstücke unter den persönlichen Gegenständen von Irene zu finden und dass sie ihr Bescheid geben werde, wenn sie finde. Kurz darauf fuhr Carrie weg, um ihre Besorgungen zu erledigen, nachdem sie die letzte Ladung Sachen ins Lager gebracht hatte. Cheryl rief sie an und teilte ihr mit, dass sie unter Irenes Sachen keine Schmuckstücke gefunden habe. Gegen 17 Uhr desselben Tages machten sich Irene, Cheryl und George auf den Weg, um verbotene Substanzen zu besorgen. Der Ort, an dem sie diese kauften, befand sich direkt um die Ecke eines 24-stündigen Ladens. Während die 3 dort waren, fuhr Carrie mit ihrem Partner Mark Tompkins in ihrem Lieferwagen vor. Kurz darauf baten Carrie und Mark Cheryl, ihnen bei der Suche nach einem gestohlenen Auto zu helfen, das einem gemeinsamen Freund gehörte. Irene und George beschlossen, mit Cheryl in ihrem Auto mitzufahren. Als sie in der Gegend nach dem gestohlenen Auto suchten, stießen sie auf eine Frau namens Juan Feder. Kurz vor dieser Begegnung hatte sie am Straßenrand angehalten, weil ihr LKW plötzlich eine Panne hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren Juans Kinder im Alter von 3 und 4 Jahren bei ihr. Schließlich bot die Gruppe, die nach dem gestohlenen Auto suchte, ihr und ihren Kindern an, sie zu ihrem Wohnwagen mitzunehmen, und Feder willigte ein. Am frühen Morgen des nächsten Tages fuhren Carrie und Cheryl heimlich zu George Haus. Im Grunde war Irene die einzige Person, die ihn kannte, und deshalb befürchteten alle anderen, dass er eine Art Polizeispitzel sein könnte. Allerdings fanden sie nichts, was darauf hindeutete, dass er tatsächlich einer war. Als sie zum Wohnwagen zurückkehrten, schnappte sich Carrie sofort Irenes Handtasche. Sie drehte sie um und schüttete den Inhalt auf den Boden. In diesem Moment fielen mehrere Schmuckstücke aus der Handtasche, nach denen Carrie angeblich die ganze Zeit gesucht hatte. Außer sich vor Wut begann Carrie, Irene herumzukommandieren und ihr verschiedene Befehle zu erteilen. Insbesondere verlangte sie, dass sie den Wohnwagen aufräumen und das schmutzige Geschirr spülen sollte. Den Anwesenden zufolge war Irene durch Carries Verhalten ernsthaft verängstigt. Wenig später hörte Juan, wie Carrie und Cheryl Irene anschrien. Es stellte sich heraus, dass sie in diesem Moment begriffen hatten, dass sie dieselbe Nadel für subkutane Injektionen benutzt hatten, obwohl sie Hepatitis hatte. Wenige Augenblicke später begann Carrie, Irene zu beschuldigen, ebenfalls eine Informantin der Polizei zu sein. Gegen 8 Uhr morgens forderte Carrie Irene auf, Frühstück für alle zu machen. Nachdem alle gegessen hatten, half Juan Irene beim Abwasch. In diesem Moment erzählte Irene, dass sie ein Messer hatte und dass sie vorhatte, es gegen Carrie zu benutzen, weil sie um ihr Leben fürchtete. Juan erklärte Irene, wie sie aus dem Wohnwagenpark fliehen könne und riet ihr, bei der ersten Gelegenheit zu fliehen. Dann bat Irene Juan, der bereits erwähnten Mitarbeiterin des Jugendamts, die sich um ihre Kinder kümmerte, mitzuteilen, dass sie höchstwahrscheinlich nicht zum Termin kommen könne. Nach diesem Gespräch verließen Cheryl und Mark den Wohnwagen, um Juan und ihre Kinder zu ihrem Partner zu bringen. Nach einigen Angaben befand sich dieser in einem Straflager namens Lazima.
Die Fahrt dorthin dauerte etwa 45 Minuten. Die ganze Zeit über war Irene mit Carrie und George allein. Als sie ankamen, setzten Cheryl und Mark Juan und ihre Kinder ab und fuhren los, um die nächste Dosis für sich und die anderen zu besorgen. Kurz zuvor hatte Juan ihnen gesagt, dass sie mit den Kindern zum Wohnwagenpark kommen würde und sie nicht zurückkommen müssten, um sie abzuholen. Einige Stunden nach ihrer Abfahrt rief Carrie Mark an und befahl ihm, alles stehen und liegen zu lassen und so schnell wie möglich zum Wohnwagen zurückzukehren. Während sie zurückfuhren, wandte sich der Mann an Cheryl und sagte ihr, sie solle sich so verhalten, als wäre nichts geschehen. Gegen 3:30 kamen sie wieder im Wohnwagenpark an. Cheryl ging als Erste in die Küche und entdeckte Irene, die an einen Stuhl gefesselt und mit einem Laken zugedeckt war. Carrie sagte, dass es zwischen ihr und Irene zu einer Rangelei gekommen sei und dass diese versucht habe zu fliehen. Kurz darauf kamen Mark und George auf die Straße und Carrie führte Cheryl ins Badezimmer. Dort holte Carrie mehrere Injektionsnadeln aus ihrer Tasche. Sie zeigte sie Cheryl und sagte, die Spritzen seien bereits mit Batteriesäure gefüllt. Dann erklärte Carrie, dass sie Irene diese Säure injizieren wolle. Außerdem sagte Carrie zu Cheryl, dass auch sie an dem Mord beteiligt sein müsse, weil sie somit keinen Grund hätte, dies der Polizei zu melden. Dann gingen sie wieder in die Küche und Carrie gab Irene eine große Dosis Beruhigungsmittel. Danach reichte sie Cheryl eine der Spritzen und befahl ihr, den Inhalt in Irenes Vene zu injizieren. Als sie das hörte, sagte Irene sofort, »Ich will nicht sterben, bitte tun Sie das nicht.« Ihre Worte wurden jedoch nicht gehört. Im selben Moment versuchte Cheryl, eine Vene von Irene zu finden, was ihr jedoch nicht gelang. Schließlich riss Carrie die Spritze an sich und stach die Nadel direkt in Irenes Fuß. Entgegen den Erwartungen gelangte die Säure nicht in die Vene und hatte daher nicht die gewünschte Wirkung. Als dies klar wurde, verließ Carrie den Wohnwagen, um Mark und George zu holen. Danach kam ihr Partner herein, nahm einen Hammer und begann, Irene zu schlagen. Etwa eine Minute später öffnete Carrie den Küchenschrank und holte eine schwere, gusseiserne Pfanne heraus. Mit dieser zerschlug sie Irenes Kniescheiben. Da sie sich immer noch nicht beruhigten, griffen Carrie und Mark nach dem blanken Draht und begannen, sie mit Stromschlägen zu foltern. So wurde Irene innerhalb weniger Minuten mit Säure bespritzt, mit Stromschlägen gefoltert und brutal zusammengeschlagen. Trotz alledem blieb sie am Leben. Schließlich quälte Mark sie noch kurz mit einem Schraubenzieher und stach ihr dann mit einem Messer zweimal in die Brust. Kurz nach dem zweiten Stich starb Irene. Danach räumten Carrie und Cheryl auf, während Mark und George Irenas Leiche in ein Laken wickelten und in den Lastwagen legten. Anschließend brachten sie die Leiche zum nächsten Indianerreservat und zerstückelten sie in viele kleine Teile. Es ist bekannt, dass sie jedes dieser Teile an verschiedenen Stellen des Reservats begruben, um die Arbeit der Polizei zu erschweren. Während die beiden Männer nicht im Wohnwagenpark waren, begannen Carrie und Cheryl bereits, die Gegenstände zusammenzusuchen, die sie bei der Folterung und Ermordung von Irene benutzt hatten. Juan kehrte mit den Kindern gegen 17:30 Uhr nach Hause zurück. Zu diesem Zeitpunkt herrschte im Wohnwagen noch immer Chaos. Außerdem fehlten laut ihrer Aussage Bettzeug, ein Stuhl und einige Kleidungsstücke aus dem Wohnwagen. Schließlich fragte Juan Carrie, was während ihrer Abwesenheit passiert sei. Diese antwortete, dass sie sich heftig mit Irene gestritten und sie aus dem Wohnwagen geworfen habe. Carrie erzählte auch, dass sie sich versehentlich mit einem Messer geschnitten und einige Bettlaken mit Blut befleckt habe und dass sie diese mitnehmen werde, um sie zu reinigen. Zurück zu Mark und George. Sie kehrten gegen 20 Uhr zum Wohnwagen zurück. Laut Juan waren beide Männer von Kopf bis Fuß mit Staub und Schmutz bedeckt. Gegen 10:30 verließen Carrie, Mark und George den Wohnwagen. Sobald sie weg waren, rief Juan die Polizei und meldete den Vorfall mit dem mysteriösen Verhalten der anderen. Während sie auf die Behörden wartete, entdeckte sie zahlreiche Blutflecken, einen Schraubenzieher mit Haaren und Haut an der Spitze und ein Stück Seife, auf dem Zahnabdrücke zu sehen waren. Der Hilfs-Sheriff David Wilson traf gegen 21 Uhr bei Juan ein. Seinen Angaben zufolge bemerkte er sofort, dass sie unter dem Einfluss verbotener Substanzen stand. Zumindest verhielt sich die Frau irgendwie unnatürlich und ihre Sprache war undeutlich. Der Hilfs-Sheriff fragte Juan, was genau aus ihrem Wohnwagen verschwunden sei. Sie antwortete, dass ein gelber Mülleimer fehlte. Außerdem erzählte die Frau, dass sie ein mit Blutflecken bedecktes Kissen gefunden habe, das in einem Karton direkt unter ihrem Wohnwagen gelegen habe. Als Wilson das hörte,
nahm er eine Taschenlampe und untersuchte den Wohnwagen von mehreren Seiten. Er konnte jedoch nichts finden, was der Beschreibung entsprach. Außerdem sah er sich den Wohnwagen von innen an und hatte den Eindruck, dass alles in Ordnung war. Das Einzige, was ihn beunruhigte, waren die schmutzigen Kleidungsstücke, die auf dem Boden lagen. Später bestätigte Wilson, dass es im Wohnwagen weder Blutflecken noch andere Anzeichen für einen Einbruch oder ein anderes Verbrechen gab. Er erklärte auch, dass Juan während seiner Anwesenheit weder auf Blutspritzer hingewiesen noch die Schraubenzieher erwähnt habe, die sie angeblich irgendwo gefunden hatte. Nachdem Wilson den Tatort verlassen hatte, warfen Cheryl, Carrie, Mark und George alle Gegenstände weg, die sie für den Mord an Irene benutzt hatten. Unter diesen Gegenständen befanden sich eine Pfanne, ein Hammer und Spritzen. Dann checkten alle 4 in ein Motel ein und besprachen noch einmal, was passiert war. Im Laufe dieses Gesprächs schlug Mark vor, zu Juans Wohnwagen zurückzukehren und ihn in Brand zu setzen, um sicherzugehen, dass sie wirklich alle Beweise vernichtet hatten. Letztendlich wurde jedoch entschieden, dass dies keine gute Idee sei, da Juan Kinder hatte, die bei ihr lebten. Kurz nach Irenes Verschwinden kamen erste Gerüchte auf, dass ihr etwas zugestoßen sei. Cheryl behauptete, sie habe ernsthaft befürchtet, dass Carrie und Mark sie eines Tages umbringen würden, damit sie der Polizei nicht erzählen könne, was sie wusste. Außerdem behauptete sie, dass Carrie diese Situation mit ihr besprochen und ihr sogar vorgeschlagen habe, Mark anzugreifen, damit sie ihm die Schuld geben könnten, falls man Irenes Leiche finden würde. Nach einiger Zeit meldete eine Mitarbeiterin des Jugendamts, die sich um Irenes Kinder kümmerte, dass sie verschwunden sei. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt begann alles viel seltsamer zu werden. Es wurde angenommen, dass Bobby May, Irenes Ehemann, sie seit dem 17. Juni 1988 nicht mehr gesehen hatte. Das lag vor allem daran, dass er im Gefängnis saß. Bobby selbst behauptete jedoch, dass er Irene nach seiner Entlassung im Juli desselben Jahres einmal getroffen habe und sie seitdem nicht mehr gesehen habe. Im August 1988, etwa 2 Monate nach Irenes Verschwinden, besuchte eine Sozialarbeiterin Juan und stellte fest, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Ihren Angaben zufolge wirkte die Frau nervös oder eher verängstigt. Als sie fragte, was los sei, stand Juan auf und bat sie, ihr zu folgen. Sie führte sie durch den Wohnwagen und zeigte ihr kleine Flecken, die wie Blut aussahen. Außerdem sagte die Frau, dass ihrer Meinung nach etwas Schreckliches in diesem Wohnwagen passiert sei. Darüber hinaus bat Juan die Sozialarbeiterin, einige Gegenstände zur Polizei zu bringen. Unter diesen Sachen befanden sich ein kleines Messer und ein tragbarer Heizstrahler, auf denen sich ihrer Aussage nach ebenfalls Blutflecken befanden. Die Sozialarbeiterin kam dieser Bitte nach und brachte alle Gegenstände zur Polizei. Am 15. durchsuchten Kriminalbeamte Juans Wohnwagen nach Blutspuren. Sie konnten jedoch keine finden. Der von ihr übergebene Messer und der Heizstrahler wurden von Experten untersucht. Letztendlich wurden auf diesen Gegenständen keine Blutspuren gefunden. Das blutbefleckte Kissen und der Schraubenzieher, von denen Juan gesprochen hatte, wurden ebenfalls nicht gefunden. Ende 1988 wurde im Rahmen der laufenden Ermittlungen eine Freundin von Cheryl gefragt, ob sie als Informantin im Fall Irene fungieren könne. Sie willigte sofort ein und nahm einen Telefonanruf der Frau entgegen. Cheryl wusste offenbar nicht, dass das Gespräch aufgezeichnet wurde. Nach den vorliegenden Informationen gab sie in einem dieser Gespräche einige Details darüber preis, was mit Irene geschehen war. Leider konnte ich nicht herausfinden, um welche Details es sich dabei genau handelte. Der Polizei reichten diese Informationen jedoch offenbar nicht aus. Viel später, nämlich im Juli 1991, führte die Polizei eine Reihe erfolgloser Suchaktionen nach den Überresten der Frau durch. Dutzende von Polizisten und speziell für die Suche nach menschlichen Überresten ausgebildete Hunde suchten nach Irenes Leiche. Es ist bekannt, dass einige dieser Suchaktionen in einem Indianerreservat durchgeführt wurden, andere auf dem Gelände eines Wohnwagenparks, in dem Juan einst gelebt hatte. Darüber hinaus führten Anfang August desselben Jahres mehrere DNA-Spezialisten eine weitere Untersuchung des Wohnwagens der Frau durch. Diesmal gelang es ihnen, kleine Blutflecken im Wohnzimmer und im Schlafzimmer zu entdecken. Kurz darauf, im selben Monat, wurden weitere Ermittlungen im Wohnwagen durchgeführt. Aufgrund der geringen Blutmenge und der langen Zeit, die seit dem Auftreten der Flecken vergangen war, lieferten die Proben jedoch nicht die gewünschten Ergebnisse. Am 31. Oktober 1991 wurde Juan gebeten, Personen zu identifizieren,
die sich ihrer Meinung nach kurz vor Irenes Verschwinden im Wohnwagen aufgehalten hatten. Schließlich identifizierte sie Carrie, Mark und Cheryl anhand ihrer Fotos in der Polizeidatei. Zu diesem Zeitpunkt ging bei der Polizei eine weitere anonyme Anzeige ein, in der jemand angab, dass Carrie, Mark, Cheryl und ein Mann namens George Irene brutal ermordet hätten. Soweit ich das beurteilen kann, wurden Carrie, Mark und Cheryl zwischen 1988 und 1992 wiederholt zur Vernehmung zur Polizei gebracht. Aber erst 1992 kam die Untersuchung endlich voran. In diesem Jahr wurden Carrie, Mark und Cheryl verhaftet. Kurz darauf legte Cheryl, die erfahren hatte, dass ihr Gespräch mit ihrer Freundin auf Band aufgezeichnet worden war, das erste von mehreren Geständnissen ab. Zunächst behauptete die Frau, sie wisse nicht, wer sich an diesem unglückseligen Tag unter dem Laken befunden habe. Später änderte sie jedoch ihre Aussage. So gestand Cheryl, dass sie direkt an der Folter und den Misshandlungen von Irene beteiligt war und erzählte detailliert, was passiert war. Außerdem beschuldigte sie in ihrem neuen Geständnis auch Mark, Carrie und George. Die Polizei konnte ihn allerdings nie finden. Ich glaube, sie waren sich nicht einmal sicher, ob das sein richtiger Name war. In der Zwischenzeit legte auch Mark ein Geständnis ab und erzählte von seiner Beteiligung an dem Verbrechen. Carrie hingegen beharrte weiterhin auf ihrer Unschuld und behauptete, die Aussagen von Cheryl und Mark seien von der Polizei erfunden und entsprächen nicht der Wahrheit. Auf jeden Fall wurden gegen alle 3 Anklagen erhoben. Obwohl Carrie weiterhin behauptete, Irene nicht getötet zu haben, sagten die anderen das Gegenteil. Bekannt ist, dass eine von ihnen eine Frau namens Lori Carlyle war. Sie saß mit Carrie in derselben Zelle, nachdem diese des Mordes angeklagt worden war. Laut ihrer Aussage habe Carrie ihr selbst erzählt, wie sie, Cheryl, Mark und eine weitere Person Irene getötet hätten und dass sich alles an einem Ort namens Life Walk Spring ereignet habe. Eine weitere Person, die gegen Carrie aussagte, war ihre enge Freundin Patricia Collins. Sie hatte Gerüchte über das Schicksal von Irene gehört und beschloss, Carrie zu fragen, warum sie das getan habe. Laut Collins habe diese geantwortet, dass Irene eine Ratte gewesen sei, die den Tod verdient habe. Dabei ging sie nicht ins Detail. Außerdem merkte Collins an, dass Carrie davon überzeugt war, dass der Fall nie aufgeklärt werden würde, weil die Polizei keine Leiche hatte. Angesichts all dieser Umstände boten die Behörden Carrie einen Deal an, bei dem sie sich schuldig bekennen sollte, den sie aber erfolgreich ablehnte. Trotz aller Beweise behauptete sie weiterhin, unschuldig zu sein und niemals etwas zu gestehen, was sie nicht getan hatte. Kurz darauf meldete sich ein Mann namens Donald McKinley bei der Polizei. Er hatte einige Zeit zuvor mit Mark in derselben Zelle gesessen. In dieser kurzen Zeit hatte Mark Donald ausführlich erzählt, was mit Irene geschehen war. Außerdem erklärte er, dass es kein einfacher Mord gewesen sei. Seinen Angaben zufolge war ihr ursprünglicher Plan gewesen, ihr Batteriesäure in eine Vene zu spritzen. Stattdessen beschlossen sie jedoch, sie zu quälen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erzählte Mark, dass er einen Schraubenzieher, ein Messer und eine Pfanne benutzt habe, mit denen er ihr die Kniescheiben zertrümmert habe. Außerdem erinnerte sich Donald daran, wie Mark gesagt hatte, dass er Irenes Leiche in einen Lastwagen gelegt und auf das Reservat gebracht habe, wo er sie zerstückelt und an verschiedenen Stellen vergraben habe. Wie dem auch sei, seitdem alle 3 verhaftet und offiziell angeklagt worden waren, konnte die Polizei weder die Tatwaffe noch DNA-Spuren oder die Überreste von Irene finden. Trotzdem begann im Februar 1995 der Hauptprozess in diesem Fall. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Carrie getrennt von ihren mutmaßlichen Komplizen vor Gericht gestellt wurde. Vieles von dem, was ich bereits erwähnt habe, wurde im Laufe des Prozesses vorgestellt. Juan sagte, wie erwartet, vor Gericht aus und berichtete über den Zustand ihres Wohnwagens sowie darüber, dass sie einen Schraubenzieher mit Blutspuren, Haaren und menschlicher Haut gefunden hatte. Der stellvertretende Sheriff David Wilson, der den Wohnwagen kurz nach Juans Anruf untersucht hatte, berichtete hingegen, dass er weder Blutspuren noch andere Spuren gefunden hatte, noch andere Anzeichen gefunden habe, die auf einen Mord hindeuten würden. Außerdem erklärte Wilson, dass Juan seiner Meinung nach während seines Besuchs im Wohnwagen unter dem Einfluss verbotener Substanzen stand. Anschließend legte der Staatsanwalt die Aussagen verschiedener Zeugen vor, die ich bereits erwähnt habe, sowie viele weitere Indizien. Darüber hinaus wurde während des Prozesses bekannt gegeben, dass die Behörden alle Versionen, nach denen Irene noch am Leben sein könnte, umfassend überprüft hätten.
Im Rahmen dieser Überprüfung wurden alle Namen und Pseudonyme untersucht, die sie jemals in ihrem realen Leben verwendet hatte. Die Behörden überprüften alle Namen in allen Bundesstaaten und das Einzige, was sie finden konnten, war die Information, dass Irene May Anfang Juni 1988 verhaftet worden war. Dieser Fall war jedoch bereits abgeschlossen. Mit anderen Worten, es gab keine Hinweise darauf, dass Irene noch am Leben war. Und tatsächlich, wenn sie wirklich geflohen wäre, wären ihre Fingerabdrücke höchstwahrscheinlich wieder aufgetaucht. Darüber hinaus zog der Staatsanwalt die Sozialarbeiterin hinzu, die sich um die Kinder von Irene May gekümmert hatte. Sie hieß Nina Tucker. Sie erzählte, dass Irene alles in ihrer Macht Stehende getan habe, um ihre Kinder eines Tages zurückzubekommen. Kurz vor ihrem Verschwinden gestand Irene Nina, dass es ihr unglaublich schwer fiel, ihre Sucht zu bekämpfen. Sie sagte jedoch auch, dass sie ihre Kinder zurückhaben wolle. Offensichtlich hatte Irene dieses Leben satt und wollte es aufrichtig ändern. Nach den vorliegenden Informationen hatten sie mit Nina ein Treffen vereinbart, das am 27. Juni um 9 Uhr morgens stattfinden sollte. Es war vorgesehen, dass nach diesem Treffen ein spezieller Plan für die Rückführung der Kinder ausgearbeitet werden sollte. Nina erinnerte sich auch daran, dass die junge Frau positiv gestimmt war und an einen glücklichen Ausgang glaubte. Aber natürlich kam Irene nicht zu diesem Treffen. Dennoch deutete alles darauf hin, dass sie wieder mit ihren Kindern zusammen sein wollte und sie daher nicht einfach so im Stich lassen konnte. Darüber hinaus wurde während des Gerichtsverfahrens eine handschriftliche Notiz von Carrie vorgelegt. Anscheinend war sie für einen ihrer engen Freunde bestimmt. Hier ist ihr ungefährer Inhalt. Mach dir keine Sorgen, sie haben nichts und werden auch nie etwas haben. Ich komme am 2. Februar frei, danach müssen wir weggehen. Versuch es für mich, versuch es und finde einen Ort, wo ich mich verstecken kann. Ich weiß, dass sie mich freilassen müssen. Wenn sie das wirklich tun, muss ich verschwinden. Hilf mir. Ich liebe dich sehr. Gegen Ende des Prozesses stellte der Staatsanwalt die These auf, dass Carrie aus einer Reihe von Gründen beschlossen habe, Irene zu töten. Nämlich wegen der gestohlenen Möbel und Schmuckstücke, weil sie dieselben Nadeln für subkutane Injektionen benutzt hatten, ohne zu wissen, dass Irene an Hepatitis litt, und schließlich, weil sie die Frau für eine Informantin der Polizei hielt. Diese Version erschien zweifellos logisch, zumindest wenn man die Aussage von Irenes Ehemann außer Acht ließ, der weiterhin unnachgiebig behauptete, Irene einen Monat nach ihrer mutmaßlichen Ermordung persönlich gesehen zu haben. Genau dieser Umstand machte diesen Fall meiner Meinung nach so ungewöhnlich. Im Grunde genommen hatten die Behörden nur das Geständnis von Cheryl und Mark sowie die Aussagen von Kriminellen, die genauso kriminell waren wie sie selbst. Und es war offensichtlich, dass diese Leute einfach nicht als zuverlässige Zeugen bezeichnet werden konnten. Trotzdem wurden alle 3 Kriminellen des Mordes an Irene für schuldig befunden. Cheryl Ann Baker wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Mark Lee Tompkins wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Carrie Lynn Dalton wurde sogar zum Tode verurteilt. Der sogenannte Geschworenenvorsitzende erklärte, dass sie das Todesurteil aufgrund der Art des Verbrechens gefällt hätten, und trotz des Fehlens wichtiger Sachbeweise, die die Version der Anklage stützten, kamen die Geschworenen zu dem Schluss, dass die zahlreichen Zeugenaussagen für ein solches Urteil mehr als ausreichend waren. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass der Mann, der nur als George bekannt ist, nie gefunden wurde. Das Gleiche gilt für die Überreste von Irene May. Carrie Lynn Dalton befindet sich weiterhin in der Todeszelle und beteuert weiterhin ihre Unschuld. Ihre Schwester, Victoria Ann Thorpe, betreibt einen Blog zu ihrer Unterstützung. Thorpe ist fest davon überzeugt, dass ihre Schwester unschuldig ist. Sie hat sogar ein Buch geschrieben, in dem sie versucht, ihre Unschuld zu beweisen. Viele halten diesen Fall aus einer Reihe von Gründen für ziemlich seltsam. Einer dieser Gründe ist, dass jemand trotz fehlender materieller Beweise für schuldig befunden wurde. Vielen kam es auch seltsam vor, dass Bobby May behauptete, Irene im Juli 1988 gesehen zu haben, etwa einen Monat nach ihrer tatsächlichen Ermordung. Erwähnenswert ist auch, dass Juans Nachbarn im Wohnwagenpark an diesem Morgen keine Schreie gehört hatten. Allerdings könnte das Fehlen von Schreien durch das Stück Seife erklärt werden, mit dem der vermissten Frau offenbar der Mund verstopft worden war. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.